Hallo zusammen! Ja, heute bin ich wieder hier in Rheinhessen unterwegs mit dem Rad und besuche ein paar Windparks. Und den ersten Park, den ich besuche, ist der Windpark Gundersheim-Bermersheim. Hier steht nämlich noch eine E141 EP4 auf niedrigerem Turm, 129 Meter Nabenhöhe. Die habe ich jetzt schon öfters mal vom Zug aus gesehen und wollte die immer mal besuchen. Ja, und jetzt heute besuche ich sie endlich mal. Habe die Anlage bisher auch nur auf dem 159 Meter Turm gesehen, nicht auf dem kleineren Turm, und auf 99 Meter Nabenhöhe an der Ostsee, aber auf dem 129 Meter Turm habe ich sie noch nicht gesehen. Ist auch die einzige in Rheinland-Pfalz mit dem Turm. Gibt ja eh nicht so viele EP4, 7 Stück in der Moorbacher Energielandschaft und dann noch einen in Mainz. Und das hier ist dann die 9. mit diesem Turm. War wohl auch eine der ersten dieses Typs. Also ich glaube die 2. nach dem Prototyp. Steht hier also seit 2017. Ja, die Anlage steht hier zusammen mit 6G 2.520. Nicht so spannend jetzt. Ich bin hauptsächlich wegen der EP4 da. Geht leider jetzt nicht so viel Wind heute, aber man kann nicht alles haben. Also entweder ist es schönes Wetter und es geht kein Wind, oder es ist windig, aber Scheißwetter. Beides hat man selten. Naja, aber Hauptsache die EP4 läuft. Von hier aus hat man auch echt wieder einen schönen Blick in die Ferne. Ich stehe hier auf so einem netten Aussichtsturm im Weinberg. Ja, zur Orientierung, da hinten ist jetzt der Kloppberg mit den ganzen kleinen Anlagen, den Nordex auf Gittermast und E48, E53 und im Anschluss dann wieder der Windpark Dautenheim, Hangenweisheim, Eppelsheim mit den Vestas und den Senvion-Anlagen. Ja, wieder sehr schön gelegen, der Windpark hier im Weinberg. Finde ich immer toll, diese Kombi. Ja, ich werde dann mal zur E141 hinfahren und schaue mir die mal von Namen an. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der E141 EP4. Einfach Wahnsinn, diese Anlage. So ein Gigant. Da kommt der Rotor auf dem kleinen Turm echt nochmal besser zur Geltung, wie riesig der ist. Kommt einem bei der E138 jetzt gar nicht so vor, weil die einfach so kompakt ist, so ein kompaktes Maschinenhaus hat und ja, die Rotorblätter halt wesentlich schlanker sind, ohne Hinterkannensegmente. Aber ja, die E141 wirkt halt wesentlich massiver mit dem großen eiförmigen Maschinenhaus und der Narbe. Ja, jetzt habe ich alle Türme mal gesehen. Die 99 Meter an der Ostsee. Dann hier die 129 Meter und 159 in Mainz zum Beispiel. Ja, geht echt nicht viel Wind heute, relativ schwach nur, aber für die EP4 reicht's. Aber man hört ständig die Windnachführung, also die Anlagen suchen echt nach der besten Windrichtung heute, weil echt nicht viel Wind geht. So eine tolle Anlage. Echt schade, dass die nicht mehr gebaut wird. Das ist auch echt wieder geiles Wetter mit dem blauen Himmel. Hier sieht man es auch bei den anderen Anlagen. Die G-Anlagen stehen auch in alle verschiedenen Richtungen, kreuz und quer. Für die geht zu wenig Wind. Eine läuft, aber alle anderen stehen. Ja, da hinten ist nochmal der Windpark Dautenheim, Hangenweisheim, Eppelsheim. Da laufen ein paar mehr Anlagen. Ich glaube, das liegt jetzt auch noch mal ein Stück höher als hier.
Ja, da macht sich halt der größere Rotor von der EP4 schon bemerkbar bei dem schwachen Wind. Das macht schon Sinn. Wenn sie jetzt noch 30 Meter höher wäre, dann wird sie wahrscheinlich noch eine bessere Windausbeute haben. Aber trotzdem cool, dass sie hier steht. So, ich stehe jetzt hier direkt unter der E141 EP4. Oh, das sieht so geil aus, wenn der Rotor so tief runterkommt. Echt gigantisch. Die ist auch echt super leise, also die hört man kaum. Gut, aber es geht ja auch echt so gut wie gar kein Wind. Aber ich glaube, die E141 ist sogar ein bisschen leiser als die E138. Die ist ein bisschen lauter. Ja, was bei der Anlage hier cool ist, die hat noch eine Typenbezeichnung drauf. Da steht jetzt E141 EP4. Haben ja die neueren Anlagen leider gar nicht mehr. Haben jetzt ja nur noch das Enercon-Logo. Finde ich ein bisschen schade. Also gerade für Leute, die sich jetzt nicht so damit auskennen, wissen dann gar nicht, was für ein Anlagentyp das ist. Gut, ich weiß es aber. Ja, eine der ersten dieser Art. Unten am Turmfuß müsste eigentlich draufstehen. Auf der Seriennummer müsste man es erkennen. E141 006. Die 6. E141. Ich dachte, das wäre die zweite, aber ja. Ist ja trotzdem eine der ersten. Ja, von den G läuft gar nichts. Ja, zu den G gibt es auch eine Geschichte. Ja, wie ihr euch denken könnt, wurden da natürlich auch schon mal die Plattlager gewechselt. Überraschung. Und da war auch ein Großkran im Einsatz. Die Narbe war, glaube ich, ganz unten. Da hatte ich mal Bilder gesehen. Ja, und da gab es auch irgendwie so einen leichten Sturm und da ist der Kran umgestürzt. Zum Glück nicht auf die Anlage. Ist auch, glaube ich, niemand zu Schaden gekommen, aber ja, hat der Kran mal den Abflug gemacht. Ja, und die E141 kam dann ein bisschen später. Wäre geil gewesen, wenn sie da ja noch ein paar mehr gebaut hätten, statt nur eine. Aber ja, immerhin eine. Sieht einfach so grazil aus, wenn sie sich so schön langsam dreht. Echt eine meiner Lieblingsanlagen. Ja, Wetter ist natürlich geil. Da werde ich natürlich gleich mal mit der Drohne hochgehen. So, hier sieht man die Anlage jetzt mal schön von der anderen Seite. Ich stehe jetzt hier etwas erhöht. G-Anlagen stehen größtenteils. Da hinten, die ist die einzige, die ab und zu mal läuft. Ja, im Hintergrund sieht man jetzt nochmal einen anderen Windpark. Das ist der Windpark Worms. Da stehen V112 und ein paar kleinere G. Vestas V90 glaube ich auch noch. Ja, und die G sollen repowered werden durch 2 E160. Richtig nice. Ja, leider etwas diesig heute. Ist oft so hier in der Ebene, wenn es warm ist, dass die Sicht dann nicht so gut ist. Die E141 ist jetzt hier hinten. Leider in die Sonne gefilmt. Aber das ist die einzige, die hier so zuverlässig läuft. Da macht sich der Rotor einfach ja, bemerkbar, der größere. Ja, und ich stehe hier ebenfalls unterhalb einer G-Anlage, die auch läuft. Und ja, die ist wie immer extrem laut. Das kennt man ja von den G-Anlagen. Windpark Ettenheim habe ich ja auch schon mal gefilmt und da war ja Schall echt ein enormes Problem. Ich glaube, die haben damit immer noch zu kämpfen, weil die Anlagen so laut sind. Mussten auch teilweise über längere Zeit stillstehen, bis man halt so ein individuelles Betriebskonzept entwickelt hatte. Aber
Ja, ich glaube, ja, die Projektierer oder ja, Betreiber würden sich heutzutage nicht mehr so auf diese Anlage stürzen, wenn sie wüssten, was für Probleme bei dem Typ auftreten. Also die 275er waren ja eine echte Katastrophe. Ja, gerade was Plattlage angeht, Getriebe. Ich hoffe mal, G hat aus den Fehlern gelernt und macht es bei der Cypress besser. Da gibt es ja jetzt noch nicht so viele Erfahrungswerte. Aber es wird sich zeigen mit der Zeit. Ja, hier hat man wieder eine richtig schöne Aussicht. Da sieht man jetzt den Windpark. Da sieht man jetzt den Windpark Dautenheim, Hangen, Weißheim, Eppelsheim nochmal schön. Und da ist der Kloppberg. Und die kleinen Nordics laufen tatsächlich alle. Und ich glaube die Fuhrländer auch, die ältere. Ja, da ist sie. Die FL 1000. Richtig cool. Also sind alle Anlagen noch funktionsfähig. Ja, und dann weiter hier hinten sieht man auch nochmal den großen Windpark, den ich vor kurzem besucht habe. Dorndürkheim, Diddelsheim, Hessloch, Alzheim. Die ganzen E82 stehen. Und hinten dran dann noch Winternheim und Guntersblumen. Gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Ja, zum Abschluss der Park nochmal schön von ein bisschen weiter weg gesehen. Wind hat etwas aufgefrischt, also es laufen jetzt wieder ein paar mehr Anlagen. 3G laufen jetzt. Die sind echt verdammt laut, also die hört man echt bis hierhin, obwohl ich jetzt ein gutes Stück wegstehe. Ja, und da drüben dann die E141 EP4, die schöne. Wegen der bin ich eigentlich hierher gekommen. Ja, ich werde mich dann auf den Weg machen zum nächsten Windpark. Das war jetzt nur ein kurzes Video, aber es gibt ja nicht super viel zu erzählen zu dem Windpark hier. Es sind ja nur zwei verschiedene Typen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ja, ich werde jetzt hier wieder in die andere Richtung fahren. Da hinten ist der nächste Windpark, den ich besuchen will. Das ist der Windpark Esselborn-Flomborn. Da stehen einige Vestas-Anlagen, V112. Und ja, da stehen noch so ein paar kleinere Enron-Anlagen. Da werde ich jetzt hinfahren. Also, wen es interessiert, gerne beim nächsten Video vorbeischauen. Ja, und eventuell schaue ich dann auch noch mal beim Windpark Freimersheim vorbei mit den Vestas 436. Halt die Ohren steif, macht's gut und bis bald.